Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Nicht ich freue mich, sondern unsere Ortsgruppe Infomobilfunk, Neckartenzlingen und Umgebung. Und nun zu Ihnen, liebe Frau Professor Dr. Teuchert-Noth, ganz herzlich willkommen in diesem kleinen Dorf. Ich glaube, es hat gerade 6.500 Einwohner, wenn ich es richtig weiß. Wir freuen uns sehr, dass Sie sofort zugesagt haben, als ich Sie angemeldet habe, dass Sie zu uns kommen und über ein sehr gewichtiges Thema reden werden, nämlich verbaut die digitale Revolution uns und unseren Kindern die Zukunft. Als Neurobiologin sind Sie natürlich eine äußerst kompetente Expertin, die dazu etwas Wegweisendes sagen wird, unter dem Blickwinkel Erkenntnisse aus der Hirnforschung der letzten 40 Jahre. Sie waren bis zur Emeritierung Leiterin des Bereichs Neuroanatomie an der Fakultät für Biologie an der Universität Bielefeld. Und Sie sind Mitbegründerin, ganz wesentlich, von Bündnis für humane Bildung Aufwachsen oder Aufwachen eigentlich in einer digitalen Welt. Also man kann ja nur da aufwachsen, wo man aufwacht. Und das ist ein sehr schönes Doppelspiel, drin wird auch mit Klammer dieses S eingefasst. Und nun, liebe Frau Professor Dr. Teuchert-Noth, haben Sie das Wort. Bitte schön. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kern, für die Einladung hierher. Ich bin sehr gerne gekommen, zumal ich in Stuttgart viele wichtige Lebensjahre schon gelebt habe und auch mein Studium begonnen hatte an der Universität Hohenheim, das Biologiestudium. Und nun, Sie werden sich über den Titel vielleicht auch ein bisschen wundern. Verbaut die digitale Revolution uns die Zukunft? Eigentlich Revolutionen bauen doch die Zukunft. Sie öffnen Türen in der Regel. Sie schmeißen ja Mauern ein, wie wir wissen. Berliner Mauer. Und nun plötzlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit soll uns eine Revolution die Zukunft verbauen? Das ist sehr verwunderlich, glaube ich, für Sie, auch wenn Sie schon in der Richtung gedacht haben. Aber naja, so ein bisschen können wir ja doch digital unterwegs sein. Ich bin ja selber so begeistert gewesen. Ab den 90er Jahren, Mitte der 90er kam das an die Universitäten. Wir haben viel diskutiert und die Studenten waren so begeistert, die ließen sich gar nicht abhalten und ich auch. Offen gestanden, dass ich nicht mehr die Papierkörbe da abends voll hatte, sondern gleich korrigieren konnte in den Computer hinein. Es war eine Euphorie ausgebrochen, muss ich ehrlich sagen. Und ab Mitte der 90er hörte man dann, dass die KI irgendwie in der Sackgasse steckt. Und ich habe mich gefreut, denn inzwischen hatte ich was kapiert und ich bin immer, bis zuletzt, das war 2006, 2007, mit Kreide in den Hörsaal gegangen. Meine Kollegen gingen nur noch mit diesem in den Hörsaal. Ich bin bis zuletzt mit Kreide und habe den Studenten gesagt, dass sie nichts lernen. Und das verspreche ich Ihnen auch, sie lernen nichts, außer ich tue mich, und das werde ich tun, andauernd redundant wiederholen, damit sie sich wirklich was merken können. Aber sie lernen in der Regel nichts davon, wenn sie so unterrichtet werden. Aber mit Kreide und Schreiben und so, da können Sie was lernen. Also ich werde Sie versuchen zu überzeugen, wenn Sie noch nicht überzeugt sind, dass die digitale Revolution uns wirklich die Zukunft verbaut und das eine sehr ernste Situation ist, in der wir zurzeit stehen. Meine Mahnung ist ja nicht die erste. Die renommierteste Mahnung heute kommt von ihm, hier, den Sie da sehen, Geoffrey Hinton, der den diesjährigen mit einem anderen Physiker den diesjährigen Nobelpreis bekommen hat für KI, enorme Fortschritte in der KI. Und zwar, weil Sie die Initiatoren waren, als die KI in die Sackgasse geraten war, 1995, ich weiß das noch, und ich eigentlich ganz froh war, dass die beiden das aufgegriffen haben und über biologische Algorithmen einen Neustart begonnen haben
und die KI dahin gebracht haben, wo sie heute ist, dass wir nicht mehr sagen können, die sogenannte KI, sondern es handelt sich in der Tat um eine künstliche Intelligenz, die uns anfängt, gefährlich zu werden, sehr gefährlich zu werden. Diejenigen Forscher, die das schon längst gesehen haben, was da auf uns zukommt, waren zunächst einmal der Begründer Wiener, Norbert Wiener, der die Kybernetik überhaupt ins Leben gerufen hat, genau vor 75 Jahren. Und damals schon gewandt, also die Wissenschaft von Regelkreisen, dass alles sowohl in der Technik wie in der Biologie in Regelkreisen läuft, und gesagt hat, passt auf, das kann ins Auge gehen, wenn das in falsche Hände kommt. Der hat damals schon gewarnt. Und der Psychologe, Entwicklungspsychologe Donald Tapp hat gesagt, dass diese Regelkreise, er nannte sie Cell Assemblies, auch im Gehirn funktionieren, und er postulierte das 1949, man kannte noch gar nicht das Gehirn so genau und wusste gar nicht, dass es da um Kontakte, Synapsen geht. Er postulierte, da muss es Kontakte geben, die durch Selbstverstärkung diesen Regelkreis aufschaukeln, hochfahren. Und diese Kontakte hat man dann gleich gefunden, als das erste Elektronenmikroskop in der Charité aufgestellt war, 51 oder 52 von der Firma Siemens. Man hat die Kontakte tatsächlich schnell gefunden und die Regelkreise und nannte sie und nennt sie seitdem Hebbsche Lernsynapse. Und der dritte im Bund war der Joachim Wolf, ein Entwicklungsbiologe aus Max Planck in Göttingen, der noch eins draufgesetzt hat und sagte, nicht nur diese Kontakte verstärken sich selbst, sondern ganze Schaltkreise im Gehirn verschalten sich. Und dahinter steckt die Idee, dass wir auch heute in der Lage sind, künstliche Netzwerke sich ganzheitlich im biologischen Kontext verschalten zu lassen. Und das ist zur größten Gefahr geworden für die Menschheit, möchte ich behaupten. Und darüber rede ich zuletzt. Ich will zu Anfang Ihnen erst einmal die Gefahren für Kinder und Jugendliche aufzeichnen, denn das ist das Allergefährlichste heute, denn für die haben wir die Verantwortung und wir müssen überzeugt sein, warum das für die Kinder und Jugendlichen eine Sackgasse ist und ihnen die persönliche Zukunft total verbaut, wenn sie damit arbeiten. So, ich muss mich hier noch ein bisschen dran gewöhnen, Entschuldigung, es wird aber gleich, ich kann nicht so ganz so weit gucken. Schauen Sie selbst, Hirnforscher, ich muss aber sagen, Korte ist ein molekularer Hirnforscher, selbst die molekulare Hirnforschung waren bereit mitzugehen und haben solche Bücher geschrieben, wie Kinder heute lernen. Aus psychologischer, pädagogischer Sicht sind sie mitgegangen. Sie wollten ernsthaft die Digitaltechnik auch an die Kinder heranbringen und sie müssen sich heute bekehren und das tut Korte, wie ich gehört habe, und erkennen, warum Kinder so nichts lernen. Und das will ich Ihnen erklären. Warum lernen sie nichts? Weil sie immer mehr Kindern fehlen die Worte, weil sie immer dümmer werden, Viertklässler nicht sprechen, rechnen, schreiben, lesen können, partiell, und es nimmt zu. Und es wird weiter zunehmen, weil unsere politische und pädagogische Mehrheit da noch überhaupt nicht überzeugt ist, die Erkenntnis anzunehmen, die sich in anderen Ländern längst durchsetzt, wie wir hören. Und der dänische Bildungsminister sich sogar öffentlich dafür entschuldigt hat, die Jugend als Versuchskaninchen missbraucht zu haben. Aber es spricht sich bei uns immer noch nicht durch. Man muss es ja auch wirklich erklärt haben und leider gehe ich davon aus, dass die meisten von Ihnen sowieso schon halb überzeugt sind und die eigentlichen, die man überzeugen müsste, ja gar nicht zu solchen Veranstaltungen gehen. Das ist ja die groteske Situation und deswegen bin ich gar nicht so dagegen, dass es in Medien weiter verbreitet wird durch das Filmen hier und die Journalistik. Ich möchte es ganz einfach machen.
diesmal, weil ich die letzten Male gemerkt habe, oh, die Leute können sich ganz schwer ins Gehirn hineindenken, weil, wissen Sie, es ist viel leichter mit Harald Lesch in Planeten zu erkunden und ins Sonnensystem zu gehen, weil die Planeten ja alle so blöde sind. Die sind aus Gas, ne, Helium und Stickstoff und was, da ist ja nichts zu finden. Und man baut das immer sensationell auf oder nur aus Stein, auch sonst bestehen die ja gar nichts. Aber unser Gehirn, der fantastischste Planet auf dieser Erde, ein Juwel, der wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Ich möchte es darum sehr einfach gliedern. Digitale Medien wirken auf die Gehirnentwicklung im Kindes- und Jugendalter über 3 Einfallstore. Sie können sich das, was ich heute erzähle und redundant andauernd wiederholen werde, damit es sich auch über PowerPoint einprägt, das werde ich diese 3 Einfallstore also jetzt ganz sachlich mit Ihnen besprechen. Und Sie folgen mir statt Harald Lesch in einen Planeten, auf einen Planeten rein, der 10-mal mehr wert ist als der Mars oder die Venus oder so. Und viel spannender ist als die. Die 3 Einfallstore, Sie haben es inzwischen wahrscheinlich gelesen, erstens die Bewegung, das zweite die Emotion, die Motivation und drittens die Kognition. Alle 3 Ebenen werden krass durch die Digitalisierung der Kinder und Jugendliche bei diesen beeinträchtigt. Deswegen haben wir zunehmend das digitale Angstsyndrom unter uns. Die Kinder und Jugendlichen, die Ängste entwickeln. Deswegen neigen immer mehr Jugendliche dazu, auch Depressionen anzulegen. Das gab es in unserer Jugend ja überhaupt nicht. Und deswegen ist die Suizidgefahr so groß, die Aggressivität bei den Jugendlichen. Und ich zweifle nicht daran, dass auch die Erwachsenen längst betroffen sind, wenn man sich nämlich dieses Chaos auf politischer Ebene anguckt, in das wir hineingeschlittert sind. Dass die Digitalisierung, der Verlust, sage ich Ihnen, von Raum und Zeit, das ist das entscheidende Stichwort, das merken Sie sich, der Verlust von Raum und Zeit uns auf höchster Ebene, im Oberstübchen, im Stirnhirn, so beeinträchtigt, dass auch die Erwachsenen sich verzanken, nicht mehr sich zurechtfinden, nicht mehr konkret richtig denken können und solchen Unsinn machen, was uns da vorgestellt wird heute. Also die 3 Ebenen werde ich mit Ihnen jetzt hier durchspielen. Ich habe sie sogar noch mal hier so ein bisschen hervorgehoben. Wunderbar. Die Emotion, die Motivation, die Kognition. Und jeweils sind unterschiedliche Hirnstrukturen beansprucht. Für die Bewegung rede ich über die Kleinhirn- und motorische Rinde, den Gleichgewichtssinn. Für die Emotion über das sogenannte limbische System, das kann man merken mal, sich merken den Begriff, und die visuellen, die akustischen, die Seheindrücke und die Höreindrücke, Sinne und die Raumverrechnung und die Kognition, die das Stirnhirn mit einbezieht, unsere höchste Verarbeitungsebene im Gehirn, über die wir das Denken, das Sozialverhalten, unsere psychischen Fähigkeiten bewusst steuern. Zur ersten Ebene. Reifung motorischer Systeme. Digital kommt es zur Reifungsverzögerung und Schwächung von motorischen Verschaltungen im Kindes- und Jugendalter, wenn sie mit den Dingern unterwegs sind, auch wenn sie in der Schulklasse damit sitzen und damit arbeiten. Schauen Sie, so war das früher, noch in unserer Kindheit. Balancieren, Waldkindergärten machen das auch heute noch, balancieren. Und schauen Sie mal genau hin. Die Kinder kriegen Mut, sie messen ihre Kräfte, sie haben Erfolgsgefühle. Die Kleine kann das noch nicht, aber irgendwann wird sie dem folgen. Und sie reden ja auch dabei. Sie lernen auch ganz andere Dinge noch, wie ich Ihnen zeigen werde. Schauen Sie mal, sie zeigen
mit ihrer Haltung eigentlich an, was sich in dem Sinnesorgan im Innenohr, dem Gleichgewichtssinn, gerade abspielt. Die horizontale Ebene, die vertikale, die sagittale Ebene. Und diese drei Ebenen sind im Innenohr in drei aufeinanderstehenden Bogengängen verankert. Die Rezeptoren liegen hier in den Ampullen und je welche Ebene gerade beansprucht wird, werden die oder jene oder die dritten Rezeptoren beeinflusst und senden getrennt ihre Erregung in das Kleine, um sie raumbezogen, sagittal, horizontal, vertikal, zu verschalten. Nur so kann das Kleine die Raumverschaltung, die räumliche Anordnung der Konnektivitäten, der Verschaltung erreichen. Nur indem die Kinder aktiv sind. Aktivität, Plastizität ist das Stichwort. Ich muss Ihnen das sagen, hier mal zeigen, was eigentlich Plastizität des Gehirns reicht. Das ist ein elastisches Kabel. Ne? Ich gebe aktiv Kräfte, setze ich ein und es geht in seinen Ursprung zurück. Aber dieses Kabel ist von plastischer Formation. Wenn ich da aktiv Einfluss nehme, bleibt es stehen. Egal, ob ich analog die Kinder so anspreche und sie aktiv sind und dabei balancieren, dann bleibt es stehen. Und wenn sie am Smartphone sitzen, am Laptop sitzen, dann bleibt es auch so stehen. Plastizität ist synonym mit Lernen, mit Lernerfolg. Wir haben den Begriff total übernommen, Plastizität als Lernen, Lernerfolg zu verstehen. Es ist ein Lernerfolg, den die Kinder heute erfahren, wenn sie mit der digitaler Technik unterwegs sind, schon in der motorischen Ebene. Sie lernen quasi das Nichtstun, wenn sie da so sitzen. Das nicht motorisch tätig sein wird auch gelernt. Das lässt sich später nicht nachholen. Es muss frühkindlich in dem Alter gelernt werden. Nur dann können sie das. Und das Interessante ist, dass das Rechnen, Schreiben, Lesen so bereits auf diesem Wege im Kindergarten entaktiviert wird. Das hat Brunner, ein Pädagoge, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon formuliert. Und das alles in Vergessenheit geraten. Entaktivierung von Rechnen, Schreiben, Lesen schon im Kindergarten. Aber nicht, indem die Kinder da sitzen und schon Rechnen, Schreiben, Lesen im Kindergarten. Nein, indem sie spielen. Raumverrechnung in der sagittalen, horizontalen, vertikalen, durch Balancieren, durch Klettern, durch alles möglich tun. Wie schön war das Lernen und der Lernerfolg. Wenn unsere Eltern, meine Mutter sagt, Kinder müssen spielen, warum wussten das früher die Eltern? Und warum wissen sie es heute nicht mehr? Warum ist diese intuitive Erfahrung, die Jahrhundert für Jahrhundert gegriffen hatte, verloren gegangen? Können wir nachher drüber reden. Lassen Sie mich erstmal hier weitermachen. Nicht nur die Kleinen, auch die Schulkinder, hier, guten Morgen, liebe Zahlen, werden über diese spielerischen Interaktionen in das Rechnen eingeführt, wurden eingeführt. Man hatte das erkannt. Und man kannte diesen chinesischen Spruch, der so ging, sagst du es mir, so vergesse ich es, zeigst du es mir, so behalte ich es mir, vielleicht lässt du mich teilnehmen, merke ich es mir bestimmt. Ein wunderbares Sprichwort, und das wussten intuitiv nicht nur die chinesischen Frauen, auch unsere Mütter wussten das. Und selbst die pubertären Kinder, Jugendlichen, Entschuldigung, lernen durch Raumwinkel herstellen hier, ne, und das Zusammensetzen von solchen Räumlichkeiten gemeinsam in der Kommunikation, die ja wie die Vektorrechnung mal funktionieren wird. Und der Satz des Pythagoras, dann macht es nämlich mit dem Mathematiklehrer Schnick und Sie wissen es, weil Sie es aktiviert haben im Gehirn. Das war bekannt, den Lehrern bekannt. Warum das nicht mehr funktioniert heute, ist mir schleierhaft.
Jetzt führe ich Sie ins Gehirn. Ich nehme Sie mit auf diesen Planeten, in diesen Planeten. Wir steigen ein. Wir schwirren da nicht nur drüber weg, wir gehen hinein. Und ich erkläre Ihnen, dass genau diese drei Ebenen, die horizontale, die vertikale, die sagittale, in den höchsten Regionen unseres Gehirns angelegt sind und bedient werden wollen, aktiv bedient werden wollen, durch Aktivitäten dann das Richtige lernen oder das Falsche, wenn sie digitalisiert werden. Ich betone Ihnen die Dinge auch deswegen besonders, weil Sie wissen müssen, von Anfang an mitgehen können, was in der Entwicklung einmal falsch organisiert wurde, wird nicht mehr repariert. Ja? Wir kriegen diese Gesellschaft, die, wie Jonathan Haidt sagt, digitale Angstgesellschaft, Generation Angst. Die kriegen wir nicht mehr gesund gemacht. Das ist das Verheerende daran. Ich muss es Ihnen ganz deutlich sagen. Was in der Kindheit so oder so verkabelt worden ist, das bleibt. Und da reden wir nachher drüber, wie ich sie denn rausholen kann. Am Ende. Und auch Erwachsene, die abhängig geworden sind. Also schauen Sie sich erst an, mal, wie es funktioniert. Die räumliche Anordnung, ich nenne gleich mal das Stirnhirn, weil das ein paar Besonderheiten hat, auf die ich dann eingehen werde. Besteht in der Regel aus 1 mm Durchmesser, man nennt es ein Funktionsmodul. Aus 6 Schichten, in der Dreier- und der Fünfer-Schicht liegen die größten Zellen, die sogenannten Pyramiden, das sind die zentralen Zellen, auf die alles zuläuft und von denen alles ausgeht. Das blende ich Ihnen jetzt ein. Sie sind glutamaterg, erregend, sagt man. Und die ganze Aktivität, die jetzt einfließt, die hier oben ankommt, jetzt bei Ihnen allen im Stirnhirn hier oben ankommt, wird hier durch die Hebbsche Lernsynapse angesprochen. Tatsächlich hat man die eben gleich gefunden, die Hebb postuliert hat, und den Schaltkreis hat man gleich gefunden, den kleinsten Schaltkreis in einem Funktionsmodul. Übrigens das Funktionsmodul, das nur 1 mm Durchmesser hat, enthält etwa 160, 180 Nervenzellen. Eine Pyramide hier im Zentrum kann bis zu 20.000, 40.000 synaptische Kontakte bilden. Kleine Dörnchen sind das, man sieht das hier, die Oberflächen, die vorderen Leute sehen das hier, die Oberflächen hier sehr rau aussehen. Das sind alles kleine Dörnchen, auf denen Kontakte gebildet werden. Und die werden moduliert, ist schon eingeflogen, durch einen hemmenden Transmitter, Gamma-Aminobuttersäure GABA, der den Benzorezeptor, den kennt man allgemein, mit sich trägt. Der Benzorezeptor ist dann in den 60er Jahren schon erforscht worden. Da hing ja alles dran. Die Firma La Roche ist ja damit reich geworden, nicht wahr? Denn damit ging die Narkoseentwicklung, Narkotika und die Schlafmittelentwicklung, Valium, beruht auf der Ansprache des Benzorezeptors, das ging ja dann los. Und deswegen ging auch mal zwischendurch gesagt, die ganze Forschungsgelder aus der Industrie da hinein und alle wurden neurobiologisch interessierten Leute wurden Molekularbiologen, weil es da Geld gab. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich eine von den ganz, ganz wenigen. In Deutschland war kaum noch jemand außer mir, die systemisch geforscht haben, die das Geld nicht brauchten von der Industrie, nicht wollten und auf einer anderen Ebene geforscht haben, die Sie jetzt kennenlernen, im systemischen Kontext geforscht haben. So, und nur dieser Benzorezeptor, ja, der hier überall liegt und GABA hemmend moduliert wird. Und das macht Sie natürlich zunächst stutzig, wieso kann die Erregung hier total gehemmt werden? So ist das nicht. Sondern wenn GABA auf GABA projiziert, dann nimmt es die Hemmung sogar weg, dann ist das wieder Bahnung. Also das ist so wie im Straßenverkehr, dass der Straßenverkehr nur läuft, wenn die Rotlichtampeln, GABA-Ampeln, richtig geteilt sind. Dann haben wir grüne Welle. So ist das hier auch. Und nun kommt hinzu, dass diese grüne Welle unterstützt wird im Stirnhirn von Dopamin, einem Transmitter aus dem Hirnstamm, auch Serotonin, auch Adrenalin wirken hier modulierend mit ein, Dopamin auch durch Hemmung
Und wenn sich da zwei streiten, GABA und Dopamin um Hemmung, können Sie eigentlich schon das Resultat erahnen, was passieren wird. Da kann Unfälle passieren, ne? Dass die eine Rotlichtampel ausfällt und die andere dann das nicht retten kann, dass der Erregungsfluss nicht mehr flüssig läuft. Da läuft es drauf hinaus. Das hat uns aber 15 Jahre Forschung gekostet, dieses herauszukriegen, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Dopamin, will ich hier gleich mal sagen, wird über eine 4-Hertz-Frequenz angeboten. 4-Hertz-Frequenz, das ist eine langsame rhythmische Bewegung, die mit dem Dopaminstoffwechsel über die Membran das elektrische Potential leitet. Und die spielen eine starke Rolle, diese Frequenzen. Ich werde Ihnen weitere einblenden, weil über die natürlich die ganze chemische Erregungsleitung transferiert wird in eine Beschleunigung, dass alles scheinbar gleichzeitig passiert. Wenn Sie jetzt also das sehen und mitdenken und dann gleichzeitig auch schreiben können, oder wenn ich schreibe nicht, das alles blitzartig damit verfolgen oder ich dabei gleich rede, während ich das im Stirnen denke, dann geht das nur über elektromagnetische Felder. Und die und nicht über Chemie, die brauchen ja eine Zeit, bis da die Erregungsleitung hier über GABA und Glutamat und Dopamin hier an der Synapse so träge abgelaufen ist. In der Zeit haben die elektrochemischen Potenziale sofort reagiert und übernehmen das in Gleichzeitigkeit. Das ist ja auch, was die KI-Forschung heute uns abgeguckt hat, den Gehirn, dass die Gleichzeitigkeit für alles Handeln hervorbringen will und eigentlich uns damit übertrumpft. Denn bis das Stirnhirn einen Gedanken daraus formuliert, was Sie jetzt hören, braucht es 4 bis 6 Millisekunden. Das hat Pöppel in den 80er, 90er Jahren, Pöppel war ein Neurophysiologe in München, hat auch viele Vorträge gehalten, im Kontext gearbeitet mit Konrad Lorenz im Max-Planck-Institut erwiesen, der hat das herausbekommen. 4 bis 6 Millisekunden braucht das, bis das im Zeitvergleich mit vorhandenen Informationen nun verglichen und in Gedanken umgesetzt wird. Aber bleiben wir nochmal hier kurz. Schauen Sie, zusätzlich wird eine 4 bis 8 Hertz Theta-Welle eingespielt aus anderen Gebieten, dem limbischen System zum Beispiel, Thalamus, wer das kennt, im Gehirn. Und die konkurrieren nur miteinander, die interferieren miteinander, diese Wellen, diese verschiedenen. Und die Gammawelle, die sehr ausschlaggebend ist, hier den Ausgang des Erregungsflusses zu gestalten, die interferiert auch mit diesen Wellen. Eine über 30 Hertz Frequenz. Das hat man erst in den letzten 15 Jahren überhaupt herausgekriegt, dass diese Gammawelle so entscheidend wichtig ist, aus dem Stirnhirn eine Botschaft weiterzuleiten. Und das nur kann, wenn die 4 Hertz und die 8 Hertz, die Theta-Wellen und die Alpha- und Beta-Wellen, die da alle sind, auch wirklich miteinander kommunizieren können. Die Frequenzen müssen stimmen. Und schon alleine daraus können Sie ableiten, dass eine Elektrohypersensibilität automatisch bei uns passiert, wenn andere Wellen also mit Einfluss nehmen in diesem ganzen Geschehen und in andere höhere Frequenzen wegführen wollen, dass das einen negativen Einfluss haben muss auf die hirneigenen Schwingungen, die aufeinander ganz systemisch abgestimmt laufen wollen. Ja, was wäre zu der Funktionskolumne noch zu sagen? Eigentlich nichts, nur dass die Erregung nun hier über die Dreierpyramiden in andere Hirnregionen und über die Fünferpyramiden, diese hier, weitergeleitet wird in andere Hirnregionen, in die wir jetzt einmal einsteigen werden. Ich stelle Ihnen das ganze Gehirn hiermit vor. Hier das Stirnhirn, das jetzt aktiviert ist, bei uns allen hochaktiviert ist, das will ich doch jetzt mal verstehen, denken Sie alle. Ne?
Also mache ich da mal mit, ich konzentriere mich aus dem Stirnhirn und dann aktivieren sich weitere Funktionskolumnen in der Hörrinde, der Sehrinde, die hier hinten liegt, und der Fühlrinde, die jetzt also einfallen. Und das Erste, was nun hier dadurch aktiviert ist, das Riesenassoziationsgebiet dazwischen Sehen, Hören, Fühlen. Und wir nennen das ein Wahrnehmungskonzeptbildungsfeld. Und darin ist die Wernicke-Rinde organisiert. Wenn Sie einen Wernicke-Patienten kennen, der zwar Quatsch redet, viel Quatsch vielleicht redet und nicht weiß, was er redet, durch Schlaganfall, nämlich wenn ein Blutgefäß hier in diesem Kontext etwa ausfällt, bei alten Menschen passiert, dann ist der in sich gefangen, er kann alles hier nicht mehr denken, aber er kann das sprechen. Ich zeige Ihnen das. Hier vorne liegt nämlich das Broca-Sprachzentrum, das Handlungskonzeptbildungsgebiet, das von hier hinten informiert wird und sich dann einbringt, das, was hier gedacht wird, durch Sehen, Hören, Fühlen, hier zur Sprache zu bringen und über die Bewegungsrinde auszusprechen. Das ist der Weg, der bei mir jetzt läuft. Diese Aktivitäten, die diesen Weg laufen. Und die geschlossenen Regelkreise, die schon die Kybernetiker gefordert haben und Hepp als erstes gesagt hat, postuliert hat, das muss im Gehirn auch so sein. Die geschlossenen Regelkreise sind hier so schön zu verfolgen. Was das Kind, das nämlich zuerst sehen und hören kann, das muss es ja mit der Geburt können, sehr schnell und fühlen kann, und das sehr schnell im Wernicke-Gebiet verarbeitet, kann aber nicht sprechen, sondern erst, wie das kleine Mädchen, was da steht und den noch zuschaut, den Balancierenden, nicht? Die noch so stumm dabei steht, die es noch nicht mitreden kann. Auch da fällt das Sprechen noch viel schwerer. Und wenn die Aktivitäten dann hier hinkommen, weil sie hier jetzt fortschreitend reifen, dann spricht auch Broca irgendwann mit und die Motorik überhaupt, die Handlung überhaupt und das Balancieren. Und dann bildet sich dieser geschlossene Regelkreis aus und er, wie ich Ihnen jetzt zeige, er verstärkt sich. Ich zeige das hier mal durch die dunklere Markierung an. Ja, und wenn gerade die Kinder dadurch, dass sie balancieren, klettern und mit Hölzchen und so weiter spielen, warum gerade die bevorteilt werden, diesen Reifungsprozess von hier hinten nach vorne voranzubringen, das liegt daran, weil sich das Kleinhirn vorher einschaltet, indem das Kleinhirn, nämlich der Hirnstamm Kleinhirn, diese ersten Gleichgewichtsübungen, die ja nicht nur durch das Seitenlinie, durch das Gehörorgan reinkommen, durch das Labyrinthorgan im Innenohr reinkommen, sondern durch die Muskelsehenspindel im ganzen Körper, der baut mit als erstes das Kleinhirn. Und das muss ich Ihnen jetzt reinblenden mit den 3 Ebenen, die jetzt beschritten werden, über eine so stringente Ausrichtung in diesen 3 Ebenen, dass man schon erschrecken kann, wie die Anlage hier vorgibt, die Verschaltungen in den 3 Ebenen auch wirklich anzulegen. Nämlich wie Zinnsoldaten, diese heißen hier nicht Pyramiden, sondern Purkinjezellen, wie Zinnsoldaten anordnen und nun senkrecht durchströmt werden sie von den Gleichgewichts hier 3 Ebenen und sich darauf verschalten. Und aus dieser Vorverschaltung dann die Aktivitäten in diese Regionen geleitet werden, hier die Sprache voranzubringen. Jetzt verstehen Sie, warum der Kindergarten im Wald so wichtig ist für die Kinder, dass sie klettern, balancieren und alles Mögliche machen, analog machen mit dem Körper und ganztags. Keine Minute kann ich da zulassen, dass sie am Tablet sitzen, das zeige ich Ihnen gleich, warum keine Minute. Kann ich das zulassen, dass sie dadurch überhaupt erst
aktiviert werden und diese Verschaltungen anlegen. Sonst werden die nicht mehr. Die Verschaltung, wenn die nicht hier frühkindlich jetzt reifen dürfen. Ich blende Ihnen das jetzt ein, indem ich hier einen Ausschnitt zeige aus dem Kleinhirn. Und nun staunen Sie, das wissen wir alles seit den 70er Jahren, da hat Eccles war das schon den Nobelpreis in den 60er Jahren, glaube ich, gekriegt, dass er die ganze Kleinhirnverschaltung analysiert hatte. Wir wussten das ja alles, dass hier also über den Gleichgewichtssinn, den ich jetzt hier einspiele, aus dem Innenohr und den Muskelsehnenspinnen des Körpers, T-förmig aufgezweigte, aufsteigende Bahnen, senkrecht die spalierbaumartig angeordneten Purkinje-Zellen hier optimal durchdringen. Jede Purkinje-Zelle kann 180.000 Kontakte bilden. Das sind galaktische Dimensionen. Da kann man sich vorstellen, deswegen können die Kleinen, ich habe das in Stuttgart-Sellenbuch da oben als Jugendliche, wenn ich da Schlittschuh laufen war auf der Eisbahn, beobachtet, wie die zu Nobelpreis, nicht Nobelpreis, zu Olympiasiegern, das Pärchen war dann auch mal Olympiasieger-Pärchen, mit einem Jahr angefangen wurde zu trainieren. Es ist ein furchtbarer Drill, was die erleben. Aber wenn du so früh anfängst, dann kannst du optimal die vielen Verschaltungen wirklich ausnutzen und das Dollste rausholen, was man rausholen kann aus diesen Verschaltungen. Und nun weiter. Die Erregung wird dann dem motorischen Kortex, was ich zeigte, weitergeleitet und ist umso besser, je optimaler hier die Verschaltungen gebaut worden sind. Und nun blende ich aus den Sinnesfeldern die Pyramidenzelle ein, die Sie schon kennen, und ich zeige Ihnen, wie viele Kontakte, 20.000 bis 70.000, die Pyramide, die einzelne in Anlehnung an die Sehrinde dann bilden kann. Und das hat Hubel und Wiesel schon in den 60er Jahren gezeigt, zwei Neurowissenschaftler, dass je mehr Umweltreize den Tierchen gegeben wurden, umso mehr Kontakte werden an den Pyramiden angelegt. Und wir haben daraus gelernt damals, Kinder müssen, um das Sprechen, Schreiben, Lesen zu lernen, eine Vorwarnung erhalten über das Kleine und mit den Händchen spielen und punchen und im Sandkasten spielen und so weiter. Sie müssen das pausenlos, so viel sie nur können, um möglichst viele Kontakte anzulegen. Und nun das. Haben die jungen Eltern das alles vergessen? Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und schauen Sie jetzt mal hier hin. Eine Verarmung von Kontakten reift dann nur heran. Im Impoverished Environment, Hubel und Wiesel haben reizreiche, reizarme Umwelt miteinander verglichen und diesen Befund gekriegt, dass bei reizarmer Umwelt nicht nur die Kontakte hier verarmen, sondern auch die Dörnchen hier, man sieht ja die kleinen Dörnchen fast, ne, hier dran, die rezeptiven Felder, dadurch und die Fasern auch krumm werden und natürlich verarmen, die Zellen kümmerlich aussehen. Das kann ich nicht simulieren, das muss ich hier so sagen. Das zweite Einfallstor, das war nur die Bewegung jetzt erstmal. Das zweite Einfallstor, die Motivation, die Emotion und das Lernen. Reifung des limbischen Systems. Digital kommt es zu Lernstörungen und digitaler Suchtentstehung. Es kann gar nicht ausbleiben. Ich zeige Ihnen, warum. Ja. Schauen Sie, so war das in unserer Kindheit. Da wird das Sozialverhalten geübt durch Augenkontakt, durch Miteinander, Spielen und Reden der Schwestern miteinander. Hier das Spielkind, Kinder und kletternden Kinder, die jauchzen und jubeln, wenn sie sowas machen dürfen, sich freuen. Und so ist es heute. Wer wundert sich denn eigentlich? Wer wundert sich denn? Warum braucht das so viel Überzeugungskraft, das aus der Hirnebene zu erklären? Weil man doch eigentlich sieht, was mit ihnen passiert.
mit diesen Kindern. Tippen statt reden. Wie können die Eltern das zulassen? Ich habe mit einer Kollegin, Frau Angelika Schlotmann-Super, vor Corona eine Studie abgeschlossen, in der wir Kinder, 9-jährige Kinder von 2 Schulklassen in Baden-Württemberg, hier im Norden bei Heidelberg, einige Fragen gestellt haben, getestet haben in der Schule. Einmal das Wort Schneeballschlacht in solche verschiedenen Kästchen zu schreiben. Und Sie sehen schon, dass Kinder mit 9 Jahren, die privat schon mit Handy sehr viel unterwegs sind, das überhaupt nicht mehr können. Und Kinder, die noch gar nicht oder kaum digital mit Handy unterwegs sind, 9-Jährige, das ganz gut können. Und das war nur ein Test. Wir haben auch die Zeitverzögerung getestet. Ich muss noch sagen, die Raumzeitverrechnung ist die eigentliche Funktion des Stirnhirns, damit es denken kann, aus dem Stirnhirn Sozialverhalten entwickeln kann, antizipieren kann, wie wir ja sagen, historisches Denken macht. Das macht alles das Stirn, die höchsten kognitiven Leistungen. Und wenn die bei 9-Jährigen schon so beeinträchtigt sind, sie können auch nicht mehr werden. Sie können mit 9 Jahren schon so beeinträchtigt sind, sie können auch nicht mehr werden. Das Angstsyndrom, was Jonathan Haidt auf die Generation schiebt, die mit 12, 14 ihr erstes Smartphone 2010, 12 bekommen haben, das ist es ja gar nicht. Die sind ja schon vorbelastet, diese Leute. Die haben ja schon das Angstsyndrom, ich erkläre Ihnen aus der Kindheit, tragen sie es schon längst mit. Diese Teste, die wir eingesetzt haben bei den Kindern, sind genau die Teste, die man bei psychisch kranken Erwachsenen als klinische Teste durchführt, Verhaltensteste durchzieht, wie stark ihre psychische Erkrankung ist, muss man wissen. Und die Firma La Roche, weil sie es also selbst, war damals auch mal dort, wir gesehen haben, im Tiermodell eingesetzt haben, die Raumzeitverrechnung eingesetzt haben, um am Tiermodell Psychoseforschung zu betreiben. Die Raumzeitverrechnung des Stirnhirns. Und da sind die Vorbelasteten, die digital unterwegs Kinder sind und viel Fernsehen gucken, aber wir haben nur auf private Handynutzung geguckt, schon so schlimm. Sie können auch Groß- und Kleinbuchstaben nicht mehr auseinanderhalten. Mit 9 Jahren ist schon das Entscheidende gelaufen. Ich muss es Ihnen leider sagen. Schauen Sie, haben wir das mal quantitativ mit auch die Zeitverrechnung mit einbezogen, dargestellt, dass sie signifikant gegenüber den kaum Handy nutzenden 9-Jährigen abgesenkt sind. Dass das ein Stufenprozess ist. Ob ich sehr viel gucke oder mittelmäßig oder kaum Handynutzung habe und gar keine habe. Eine stufenförmige Absenkung der Reifungsprozesse im Stirnhirn. So, der hippocampale Sekretär für das Stirnhirn, den muss ich erst vorstellen, bevor ich auf das Stirnhirn selber zu sprechen komme, damit Sie das besser verstehen. Also das zweite Einfallstor, warum macht das Handy süchtig? Der Hippocampus. Ich blende ihn jetzt mal ein, soweit kennen Sie das Gehirn ja jetzt, hier die Sehrinde, die Hörrinde, Stirnhirn, Kleinhirn, und jetzt blende ich den Sekretär ein. Und er liegt mittendrin drin. Alle Einflüsse kommen auf schnellstem Wege in diesen Sekretär, der checkt alles durch, ob es Neuwahrheitswert hat, und dieses in Kommunikation mit der Amygdala und einem Phänomen, das wir erst in den 80er Jahren erkannt haben, das sich immer noch nicht rumgesprochen hat, ich komme nachher wieder drauf zu sprechen, dass wir im Hippocampus eine pausenlose neue Zellbildung haben. Nervenzellen werden auch nachgeburtlich in keiner Hirnregion hier mehr nachgebildet, nur hier. Das kann ja auch nicht sein, wenn sie im Großhirn immer nachgebildet werden, dann könnten wir im Großhirn kein Langzeitgedächtnis bilden. Und das können wir nur, weil wir da keine Nachbildung von Zellen haben, dass die vorhandenen Zellmassen
ausreichend sind und die Funktionsmodule sich ständig anzupassen. Das erkläre ich Ihnen, den Mechanismus erkläre ich Ihnen am Ende mal dazu. Und hier haben wir ein Gebiet, einen Jungbrunnen im Gehirn, in dem ständig neue Zellen gebildet werden, weshalb wir sagen, er leistet das Kurzzeitgedächtnis. Eine schnelle Lernfähigkeit, die wir auch als Erwachsene haben, und ja, eine Telefonzahl mal so kurzfristig schnell zu merken oder eine Straße. Nachher ist sie vergessen, aber kurzfristig merken wir die. Und Kinder haben eine besonders hohe Begabung, man weiß das ja von Memory, die Raumverrechnung spielt hier rein, räumliches Lernen im Unbewussten und die Emotionen über die Amygdala spielen in dieses System ein. Der Sekretär hat also sein Tun. Und zwar, ich zeige Ihnen das jetzt, wie die Orts- und Raumobjekterkennung hier Einfluss nimmt über die Seerinde, exemplarisch gezeigt. Hier am Eingang, am Checkpoint sozusagen, liegt in höchster Dichte diese Hebsche Lernsynapse, die als Echoeffekt den Reiz verstärkt und durch den Hippocampus schickt und das zulässt, was jetzt geschehen soll. Schauen Sie mal, wenn ich die nicht öffne, und das weiß eigentlich jeder Lehrer unbewusst, dass er die öffnen muss, indem er sagt, hallo, hallo, oder auch im Fernsehen, ne, wenn wir da in Raum, in Weltall verschickt werden, ein ganz toller Planet, ne? Da sind wir aufmerksam und dann kommt gar nichts raus, ganz langweilig da, ne? Auf dem Pluto, ne? Und auf anderen Planeten, ganz stinklangweilig. Es wird nur sensationell aufgebaut, sodass man ja hinhört. Das müssen die Lehrer machen, sensationell etwas aufbauen. Kinder, jetzt erzähle ich was ganz, ganz Spannendes. Und dann hören sie plötzlich zu. Und ich will Ihnen sagen, deswegen sind sie anfangs auch so wahnsinnig begeistert für dieses Wissen auf dem Tablet. Was Neues, was Tolles, was die Erwachsenen nehmen. Technik, oh, großartig. Deswegen gehen sie da so mit strahlenden Gesichtern zunächst mit. Nicht merkend, wie sie verblöden da oben. Aber das haben Sie jetzt noch nicht ganz verstanden, das erzähle ich noch. Also, diese Tür muss geöffnet werden hier. Diese Schranke, wo die Lernsynapse in höchster Dichte liegt, damit der Hippocampus mitspielt. Also ich erzähle Ihnen jetzt was ganz Spannendes. Machen Sie die Tür mal auf. Und dann wird das Ganze nämlich weitergeleitet aus dem Hippocampus zum Hirnstamm. Die Ortsobjekterkennung, die hier geleistet wird über den Hirnstamm dazu führen, dass er sofort reflexhaft reagieren kann. Wenn mir einer auf die Füße tritt, dann habe ich doch die Neigung, zack, zurückzuschlagen. Als erstes, ne, spontan. Das passiert im Unbewussten. Der Sekretär arbeitet im Unbewussten. Aber in nächster Minute sage ich mir, Entschuldigung bitte, dass ich so gedacht habe, dann ist das erst im Stirnhirn, in zweiter Instanz angekommen, im Bewusstsein. Dann mache ich mir das klar, es war ja Blödsinn, den jetzt zurückzuschlagen oder zu sagen, verdammt nochmal, ich bin höflich und vornehm. Das heißt, es ist im Stirnhirn angekommen. Ich entschuldige mich dafür. Warum muss das denn überhaupt erst in den Hirnstamm? Damit wir reflexhaft reagieren können, wenn jetzt Alarm ausbricht. Ne, im Fußballstadion und alle rasen los. Alarm bricht aus, Feuer bricht aus. Wir müssen so schnell reagieren wie alle Tiere. Das haben wir von den Tieren übernommen. Überhaupt den ganzen Hippocampus haben wir von den Tieren übernommen, denn er arbeitet bei den Kindern wie bei den Tieren über Sehrinde, Hörende, Fühlrinde, alles erstmal im Unbewussten. Zur Selbsterhaltung ein wunderbares Instrument, der Hippocampus. Und dann wird es zurückgespielt, wie ich Ihnen jetzt einblende, unter anderem über Dopamin aus dem Hirnstamm. Hier ist die Chemieküche für alle Transmitter, auch Adrenalin, Serotonin, Acetylcholin. Hier ist die Chemieküche, hier ist ein Kern für Dopamin zuständig, der aktiviert wird und über Opiate einer Zwischenstation dieses zurückspielt zum Gehirn, zum Hippocampus. Und wir nennen es Belohnungssystem. Deswegen nennen wir das Belohnungssystem, weil es ist ja natürlich für das Kind eine riesen Belohnung, wenn Mama Auge, Nase, Ohren, wo im Raum, Ortsobjekterkennung,
mir was zu trinken gibt und ich verstärke diesen im Unbewussten vorhandenen Schaltkreis. Ich werde belohnt als Baby, von Mama belohnt. Alle Tiere arbeiten über diesen Schaltkreis im Unbewussten. Der ist als erstes bei uns im Säuglingsalter vorhanden. Und wenn mir dann neulich irgendwann mal einer sagte, ach, ich habe das Enkelkind auf dem Arm gehabt und das hat auf meinem Smartphone das schon gekonnt. Ne? Ich dachte nur, wie blöde kann man nur sein. Wie blöde kann man nur sein. Und das nicht verstehen, dass die Kleinen alles können, im Unbewussten diese simple Technik natürlich sofort können und Beschleunigung lieben. Das ist der Witz daran, dass Beschleunigung dieses Schaltkreises, wenn er sich jetzt selber verstärkt, passen Sie auf, was Beschleunigung leistet, nämlich digitale Beschleunigung, oder wenn Mama jetzt nicht belohnt und nicht den Augenkontakt sucht, sondern hier am Smartphone unterwegs ist, der Säugling braucht Mutter-Kind-Augenkontakt, um eine Initiation ins Stirnhirn auszulösen. Das hat Piaget schon Mitte des letzten Jahrhunderts herausgekriegt. Wo bleibt dieses Wissen, was wir alles hatten? Und wenn Mama das nicht tut, das Kind ein Blickkontakt-Verweigerungskind mit einem halben Jahr ist, das Köpfchen wegwendet und der Papa schon sagt, guck mal, es macht mich schon nicht mehr, wenn es wegwendet. Und dann hat Frau Professor Keller herausgefunden, dass diese Kinder behindert sind, dass sie ADHS kriegen, dass sie drogenabhängig werden mit 14, 15. Das alles ist schon als Forschung in den 80er Jahren gelaufen gewesen und ist völlig verschüttet gegangen. Also der Blickkontakt ist entscheidend wichtig. Das Kindchen hier wird vorprogrammiert, Schwierigkeiten in der weiteren Entwicklung zu kriegen. Es wird von Mama nur halb belohnt, nur mit Nahrung belohnt, aber nicht durch den Blickkontakt belohnt. Und noch schlimmer wird es dann so, und ich blende Ihnen ein, was die Beschleunigung über dieses Smartphone und die Objekterkennungsbeschleunigung also jetzt mit dem Schaltapparat macht, logischerweise. Es fährt ihn hoch. Ich verstärke einfach die Verschaltungen hier, um das symbolisch darzustellen. Dopamin wird hochgefahren, die Opiate bauen sich auf. Das hat man auch Anfang der 80er Jahre schon herausbekommen. Wir haben herausbekommen, dass Dopamin hier und hier oben krass ansteigt. Das ist ja irreversibel, die Verstärkung der Nervennetze durch und Kontakte. Das ist ja strukturiert dann drin, Opiate und Dopamin hochgefahren werden in den Stationen. Und dann hier, was Sie sehen, die Belohnung, dieses sogenannte Belohnungssystem, eine Abhängigkeit erzeugt. Das ist einfach automatisch. Und schon ein paar Mal dem Kind dieses Ding in die Hand geben, reicht aus, dass es das toll findet. Das ist biologisch angelegt in uns allen Menschen, Kindern wie in den Tieren, was sich beschleunigt, verstärkt auch zu wollen, darauf aufmerksam zu sein. Es könnte ja eine Gefahr sein, auf die ich schnell reagieren muss. Das ist in uns wie in den Tieren angelegt. Es kann nicht ausbleiben. Und diese raffinierten Silicon Valley-Forscher haben das natürlich sofort sich abgeschaut und wissen das und haben Spielsachen entwickelt, in die sie die Kinder gleich hineinziehen und in die Abhängigkeit bringen. Die stufenweise Entwicklung dieser Prozesse, wie ich sie Ihnen darstelle, erst die Motorik, dann die Emotion und als letztes kommt jetzt die Motivation, gleich Kognitionsfunktion. Das alles reift so langsam in Stufen erst heran. Da kann ich die Kleinen nicht schon mitnehmen in die Beschleunigung, die sind automatisch abhängig. Diese Frau gehört, entschuldigt, ich muss es sagen, gefeuert. Dass sie eine Schule leitet und von der Industrie unterstützt wird, die Tablets da in den Schulen durchzusetzen und dann noch im Fernsehen erscheint und sagt, ja, es ist so wichtig, die ganz Kleinen vorzubereiten, damit sie dann vernünftig damit später umgehen, sie als Kleinkinder schon mitzunehmen. Es ist ein Skandal, was da eigentlich läuft.
Schauen Sie, im kleinen Kind, im Jugendlichen ist das alles im Unbewussten tätig. Und für Generation mussten wir einsetzen, das Stirnen, die langsame Reifung von hier hinten nach vorne erst werden zu lassen. Pädagogen leisten eben das, diese natürlicherweise langsame Reifung zum Stirne zu begleiten, die erst mit 18, 20 Jahren dann wirklich vollzogen wird. Ein Reifungsgradient, der sich von hinten nach vorne fortsetzt. Und wissen Sie, unsere Eltern wussten das alles. Ne, wenn meine Mutter sagte nach dem Krieg, wir hatten kein Spielzeug, geht raus auf die Straße, lauft rum, spielt rum. Ja, das war genau das Richtige. Erst war ich böse. Was soll ich denn spielen? Ja, guck mal, du findest schon was. Und das ist wichtig, das Kind muss die Frustration erleben. Was spiele ich? Und daraus erwächst ihm auch irgendwann ein kreativer Gedanke. Den muss es selber erwerben, man muss drum kämpfen. Jeder muss um seine Vernunft kämpfen, die er in sich entwickelt. Jeder Mensch immer wieder. Wir können sie ihnen nicht schenken, indem wir ihnen das Handy in die Hand geben. Was passiert, wenn das muss ich ja vorweg sagen, hier, dass aus dem Stirnen, den langsam reifenden Stirnen, sozusagen die Kontrolle langsam übernommen wird über diese Schaltkreise. Und die Kontrolle kann erst kommen, wirklich, wenn das auch langsam gereift ist, das Stirnhirn. Und was passiert in dieser Situation im Kindesalter, wenn hier eine Überreifung, eine Überaktivität im Gange ist, dass das Stirnhirn nicht richtig ausreifen kann, weil Dopamin, und das ist einer der wesentlichen Befunde unserer Forschung gewesen, da haben wir 20 Jahre geforscht und ich müsste eigentlich die vielen Leute, die Doktorarbeiten, Examensarbeiten dazu geschrieben haben, nennen. Und ich danke denen noch jetzt, das ist sehr aufwendig, immunhistochemisch, quantitativ, immer 10, 20 Tiere in Serie zu schneiden und quantitativ die Dichte, Faserdichte auszuwerten. Eine irre Arbeit gewesen, das geleistet haben, dass sie herausgekriegt haben, dass die Reifung ins Stirnhirn, wenn Dopamin durch Stressoren jeglicher Art hier überfordert wird in der Kindheit, Dopamin verausgabt wird hier in dem Schaltapparat und nicht reifen kann und im Stirnhirn sich eine Notreifung einstellt, das Stirnhirn nicht ausreifen kann, auf der Strecke bleibt. Dazu haben wir 20 Jahre geforscht. Und dass es das nicht rumspricht bisher, liegt daran, dass unsere ganze Literatur auf Englisch ist, damals gewesen ist. Ich aber nie Angst hatte und immer schlafen konnte, denn das ist ja Psychoseforschung, wie Sie gleich verstehen werden. Das war ja ein heißes Thema gewesen. Und keiner außer uns, und das war ein Mitarbeiter von mir, Professor Ralf Davies, er ist dann auch habilitiert, mit dieser Thematik hat er bei mir habilitiert, die Dopamin-Immunhistochemie auf die Beine gestellt hat, die in Deutschland niemand konnte. Und er hat das mit Verstand und viel Nachdenken auf die Beine gestellt, dass wir die darstellen konnten. Dopaminreifung im Stirn und damit quantitative, diese ganzen Studien haben durchführen können, die wir durchgeführt haben. Also Dopamin kann, wenn die Bahn überfordert ist, in der Kindheit, Jugend nicht ausreifen und führt zu einer Notreifung. Und dazu gehe ich jetzt über. Das dritte Einfallstor, was heißt Notreifung? Das Stirnhirn leistet das sogenannte Arbeitsgedächtnis, die Denkfähigkeiten. Die Reifung von Stirnhirn führt die Nichtreifung zur Dekompensation von Denkprozessen, Störungen hier, Ausbildung psychotischer Symptome, Angstsyndrom, Depression, Magersucht, Suizidgefahr und alles, was damit zu tun hat, was unsere Gesellschaft heute plagt. Ich blende Ihnen das gezielt ein, das Stirnhirn sehr genau, weil ich immer schlecht finde, wenn die Psychologen oder andere Leute nur sagen, das Stirnhirn macht
eine Kontrolle, wie nennen Sie das immer, Konfliktkontrolle oder wie heißt der schon? Impulskontrolle, na, sagen die immer Impulskontrolle. Was ist Impulskontrolle? Ja, nennen Sie das so pauschal. Was steckt dahinter? Hinter der Impulskontrolle steckt Folgendes. Dass zunächst, und darauf werden Sie erkennen, warum das viele Doktorarbeiten da drin stecken, das Stirnhirn reift in 3 Etagen. Die Dopaminreifung ist verantwortlich dafür. In der ersten Etage, in der Tiefe, wird eine Kontrolle der Angstbewältigung bis zum 7. Lebensjahr reifen im natürlichen Geschehen. Deswegen gehen Kinder mit 6 Jahren, wenn es möglich ist, alleine zur Schule, wenn sie einmal gebracht worden sind. Ich erinnere mich sehr genau daran, dann ist man alleine gegangen. Man trennt sich von der Nabelschnur des Elternhauses langsam ab und lernt, den Schulweg zu gehen. Entscheidend wichtig. Kontrolle zur Konfliktlösung über eine Bahn, die aus der mittleren Region bis zum 14. und ab dem 14. Lebensjahr erst möglich ist, in der Zeit reift, in eine Region, die hier im mittleren Bereich liegt, schon näher dem limbischen System. Konfliktbewältigung. Deswegen darf man bis 14, 15 unter keinen Umständen Cannabis freigeben. Man kann es nicht verhindern, dass die Kinder, die Jugendlichen bis dahin, die Pubertären, dem Konflikt nicht entgehen können. Sie sind dem ausgesetzt. Es gehört wirklich verboten. Es darf nicht sein, dass sie an Drogen herankommen können. Ich sehe ja immer wieder stehen, wie sie in Ecken irgendwo stehen, die Älteren und die Jüngeren verführen. Die Problemlösung, die Exekutive, das Arbeitsgedächtnis reicht bis zum 20., 21. Lebensjahr über eine längste Bahn, über ganze Gebiete hin des Kortex. Und deswegen lernt man mit Alter von 16, 17, 18 in der Schule, ich erinnere mich sehr genau, als wir das Fach Philosophie kriegten, das Denken, man muss sich üben. Ich fand es ja quatschig am Anfang, was soll das denn, Philosophie und was erzählt sie uns da für ein Blödsinn. Und man muss sich langsam hineindenken und ärgern und anstrengen, um ja irgendwann mit 18 Nietzsche zu verstehen. Was soll dieser Unsinn, denkt man, ne, als Jugendlich. Das heißt, man wird langsam herausgeführt aus dem Lernen, dem Konditionierungslernen. Denn alles das, was in diesem Bereich hier hinten läuft, ist und bleibt nun mal Konditionierung unserer Kinder. Wir konditionieren sie. Von klein an konditionieren sie und langsam führen wir sie heraus aus der Konditionierung in das kognitive, verständnisbezogene Lernen, weil so langsam das Stirnhirn dafür reift. Und es war völlig richtig, mit 14, 15 dann Algorithmen erstmal anzubieten oder ja, Gedankentätigkeit. Ich fand das wunderbar, als wir nicht mehr so Gedichte lernen mussten. Bis dahin haben wir viel Gedichte gelernt und gerne gelernt. Das ist ein Konditionierungslernen. Alles, aber das ist wichtig und Gesang, Lieder singen und nöcher, diese rhythmischen Dinge, die Rhythmen, ich habe sie jetzt gar nicht weiter verfolgt, die immer mit einspielen, die vorgegeben sind. Alle die Verschaltungen werden letztlich elektromagnetischen Feldern übergegen, die in definierten Rhythmen mitschwingen, in definierten Rhythmen, die kann ich da nicht rausholen. Und wenn wir Kinder hier WLAN geben, wo die 10-Hertz-Frequenz durch WLAN mit eingetaktet wird, technisch eingetaktet wird, dann kann es nicht ausbleiben, dass sie die Konzentration aus dem Stirn verlieren, dass ihre normalen Rhythmen gestört werden. Es kann gar nicht ausbleiben. Ja, was ist noch zu sagen? Ja, jetzt kommt das Smartphone rein, jetzt blende ich das nochmal hier ein, wie sich dieser Schaltkreis dadurch verstärkt. Und selbst beim Erwachsenen jetzt verstärkt, wenn er mit dem Smartphone unterwegs ist, dieser Schaltkreis auch dann sich verstärkt und in die Abhängigkeit führt und beim Kind und Jugendlichen den Reifungsgradienten von Dopamin hier massiv stört, krass stört und Dopamin nicht reifen kann und die
sich nicht anpassen, sich umorganisieren, diese Funktionsmodule, diese Pyramiden, die ich Ihnen vorhin zeigte. Und dann passiert das, ich simuliere das durch Ausblassung der einzelnen Bahn, dass sie mehr oder weniger ausblassen, das heißt, ihre volle Aktivität der Impulskontrolle nicht durchführen können. Logisch, einfach logisch. Es kann gar nicht anders laufen. So, ja, und dann kommt die Phasensynchronisation nicht zustande und das haben Elektrophysiologen 2000 erst gezeigt. Das, was wir kurz vorher erklärt haben, was ich Ihnen jetzt nochmal auf Zellebene einspiele, nicht hier die zellulären Konnektivitäten sich nicht ausbilden können, dass die Phasensynchronisation nicht zustande kommt und Sie das Denken gar nicht richtig lernen können. Ich zeige es Ihnen hier jetzt nochmal. Was heißt Notreifung auf der Ebene des Schaltkreises, den ich Ihnen ja anfangs im Stirnhirn schon vorgestellt habe. Und hier die Gammawelle, die 30 Hertz, kommt jetzt nicht zustande. Ich blende Ihnen das nochmal ein. Hier blende ich nochmal Dopamin ein, dass Sie den Konkurrenz-GABA-Dopamin hier erkennen. Die brauchen so lange bis zum 18., 20. Lebensjahr, bis sich das so ausgereift hat, das Stirnhirn, weil das ist ein schwerer Prozess, dass die beiden, die hier miteinander konkurrieren, wer macht die Rotlichtampeln richtig, wie bauen wir die richtig, dass das so lange dauert, ne? Dass hier wirklich dann grüne Welle für den Erwachsenen fließt, Aktivitäten hier gut durchgehen durch das Stirnhirn und signalisieren über die Gammawelle, der ganze Kortex darf jetzt mitdenken, eine Operation zwischen vielen aktiven Modulen am ganzen Kortex miteinander vernetzt sind. Und wenn jetzt Dopamin da nicht reingreifen kann, was ich mal simuliere, indem ich es jetzt dunkel werden lasse, wenn es nicht reingreifen kann oder nur partiell in der Kindheit reingreifen kann, was dann passiert? Schauen Sie hin. Dann dekompensiert das System, in dem GABA die Hemmung übernimmt. Die Zelle, die Pyramide, der ist das egal, ob sie GABA oder Dopamin gehemmt wird, die will nur gehemmt werden. Die muss ihre Spontanaktivität, die sie mitbringt, abbauen, ne, um grüne Welle zu erzeugen. Ja, aber die grüne Welle, die kann nicht mehr zustande kommen, hier unten. Gamma wird nicht mehr hergestellt, denn auch hier die Rückkopplung wird gestört. Und diese Verbindungen, hier, ich blende das mal so ein, die werden reduziert. Die langen Verbindungen in andere Hirnfelder werden gar nicht angelegt, werden nur kümmerlich angelegt. Quantitativ, ich war immer beteiligt an den Injektionen, das mit Markern, die Zellen zu markieren und die Verbindungen darzustellen. Die Auswertung hat der Kollege, Mitarbeiter Bagorde alleine gemacht. 6 Jahre, Doktorarbeit 6 Jahre war das, dass die einzelnen Regionen das nicht mehr mitkriegen. Und dann versagen die Denkfähigkeiten in den anderen Gehirnregionen. Und das kann ich nur zusammenfassend sagen, Jonathan Haidt in seinem Buch jetzt geschrieben, Generation Angst, dass seit 2010, 12 das Smartphone unter die Jugend in den USA kam, die Angst drastisch ansteigt, die Depression, ADHS, bipolare Störungen und so weiter. Also das Stirnhirn ist falsch organisiert und kann die Aktivitäten nicht mehr weiterleiten. Und da können Sie sich schon vorstellen, wie will ich das reparieren? Die Generation ist kaputt. Und das ist wahnsinnig, was jetzt passiert in unserer Gesellschaft. Das ist ein reiner Wahnsinn, wie wir diese Generation kaputt gemacht haben. Und wir wussten das alles. Das ist nur eine Folie, die ich Ihnen zeige. Das Buch lohnt sich zu lesen. Es reicht, wenn man die erste Hälfte liest, in der zweiten wiederholt er sich eigentlich, in der zweiten Hälfte des Buches. Generation Angst im Frühjahr rausgekommen. So, und nun zu guter Letzt sage ich Ihnen, ich hätte mir das alles sparen können. Ich habe Ihnen mal zwischendurch gesagt, warum wussten unsere Eltern das eigentlich alles? Die Kinder müssen spielen.
lass sie spielen. Es hat uns der Krieg, hat mich überhaupt nicht getroffen. Die Flucht, ein Jahr auf der Flucht, meine Geschwister. Wir waren nachher horizontal in der Schule dabei. Ein Jahr Schulausverlust war gar nichts. Die hätten zur Corona-Zeit die Kinder mit denen spazieren gehen sollen, sie spielen lassen sollen, viel und mit ihnen Gedichte lernen und singen. Das alles hätten sie mit ihnen machen können, dann wäre Corona spurlos an denen vorbeigegangen, psychisch. Die haben es nicht nötig gehabt, die Kinder zu Hause einzusperren und digital zu unterrichten. Das war einfach eine Erdsauerei. Ich erzähle Ihnen hier was Kurzes. Ich habe auch die Stammesgeschichte des Menschen gelesen, die 20 Jahre da, 25 Jahre an der Uni Bielefeld, war aber nie drauf gekommen, was ich Ihnen jetzt erzähle und jetzt erst kürzlich mal kapiert habe. Sie sehen hier, vor 6 Millionen Jahren haben sich die Jetzt-Menschwerdung aus Gehirnen der sogenannten Australopithecinen, die sich abgelöst haben von den schimpansenartigen Vorfahren, entwickelt mit hier 300 Kubik Hirnvolumenkapazität, 600 Homo erectus, 1000, alles im ostafrikanischen Grabenbruch in der Ecke. Ne? Und dann hier Neandertaler jetzt Mensch. Und an den Ausgüssen sieht man die Blutgefäße als Imprägnation in der Schädelkalotte. Und man hat das rekonstruiert. Und ich blende die beiden hier, Neandertaler und jetzt Mensch, mal heraus, um das nochmal deutlich zu zeigen, was da eigentlich mit der Blutversorgung passiert ist. Schauen Sie, die Blutgefäße, die von der Oberfläche eindringen, ne, die Vertebralis hier, das Halsgefäß, und die Hirnrinden von den Rindenfeldern dann eingeht in die Hirnrinde, die Sehrinde, Hörrinde, Fühlrinde, ist in der Kindesentwicklung hier hinten schon da. Ich sagte ja, das sind die Gebiete, die zuerst gereift sind. Ja, natürlich der Hippocampus, da haben wir ihn, der mit denen im Unbewussten arbeitet. Die Kinder werden konditioniert, klassischerweise werden konditioniert, sinnvoll und verantwortungsbewusst machen wir das und beobachten, wie dann langsam der Reifungsgradient, wissen das seit eh und je, unsere Mütter, unsere Väter, der Reifungsgradient fortschreitet und langsam kommen sie immer mehr zur Vernunft, weil nämlich in dieser langsamen Zeit die Blutgefäße, hier die kleinen Verzweigungen auch im Stirnhirn reifen. Und dann sind sie im jungen Erwachsenenalter hier so weit, dass sie auch hier die Reifung vollzogen haben. Und der Neandertaler, der bleibt hier stehen. Deswegen haben wir ihn ausgemerzt, beiseite gestellt. Ist ja ganz logisch. Und nun sehen Sie das. Kinder wurden so erzogen. Und ich weiß noch, wie wir im Sandkasten gespielt haben und mit Stöckchen gespielt haben. Und wir brauchten keine anderen Spielsachen in Kriegsjahren. Das reichte Stöckchen und Sandkasten. Da haben wir alles gelernt. Und das Kind lernt auch viel und fängt an zu brabbeln. Das heißt, die Sprache reift von dem Wernick zum Brucker nach vorne. Und man kann es richtig beobachten, wie der Reifungsgradient fortschreitet. Und intuitiv wussten unsere Vorfahren das alles. Und das kann heute nicht mehr laufen. Und es ist logisch, dass auch die Blutversorgung nicht hier vorne ankommt und die auf Neandertaler-Niveau stehen bleibt. Genau das ist, was wir heute erleben. Wenn Pebo den Nobelpreis voriges Jahr oder vor 2 Jahren dafür gekriegt hat, dass er genetisch festgestellt haben will, dass wir 2% Neandertaler-Genom hin und her. Ich kann nur an die Stirn nicht fassen, den Nobelpreis dafür zu geben. Die haben überhaupt nicht begriffen, man merkt das den ganzen Kommentaren an, nicht begriffen, was das heißt, wer der Neandertaler eigentlich war. Die haben das alles vergessen, die heutigen jungen Nachwuchswissenschaftler, was schon mal längst bekannt war. Wir rücken auf Neandertaler-Niveau zurück. Man kann leben als Neandertaloider Typus, aber der war nicht Psychopath, weil der hatte das ja hier überhaupt noch nicht. Heute, wenn die Kinder dann nicht mehr reifen können und Psychopathen werden,
dann ist das eine Problematik, können wir drüber reden. Das war der Neandertaler nicht, der war eben hier konkret auf diesem Niveau angesiedelt. Ja, ich kann nur abschließend zu dem Teil sagen, zurück zum Buch. Zurück zu normalen analogen Spielsachen, weg von der Digitaltechnik im Kindesalter und Jugendalter, total weg. Es gehört nicht in die Kindheit und die Jugend, genau wie das Autofahren nicht dahin gehört. Das ist zu schnell, die Raumverrechnung können Sie noch nicht, auch nicht bis 18, bis 16, das ist furchtbar, schon 18 ist viel zu früh für Führerschein. Sie verunfallen mit der Smartphone-Technik, sie verunfallen in ihren Gehirnen. Und jetzt will ich Ihnen eine Hoffnung setzen zum Abschluss, eine sehr gute Hoffnung. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass dieser Schaltapparat einen Jungbrunnen in sich hat. Ein Jungbrunnen im Gehirn, wo lebenslang junge Nervenzellen rein. Und wir haben dann vor dem Hintergrund, was mir Wolf andauernd erzählt hat, dazu seine Gedanken, die er da entwickelt hat, ja, der müsste den Nobelpreis gekriegt haben. Mit den meinetwegen KI-Forschern zusammen. Er hatte den eigentlich verdient, aber das hat man weggesteckt. Ne? Die systemischen Bezüge, die ja auch zeigen, wie irre das heute falsch läuft, die hat man auch nicht verstanden, nicht mal in den höchsten Ebenen. Was Sie jetzt verstanden haben, bin ich ziemlich sicher, was ich Ihnen jetzt erklären konnte. Das haben viele, selber Neurobiologen nicht verstanden. Deswegen habe ich ein bisschen gebraucht. Jetzt will ich Ihnen das Letzte zeigen, was große Hoffnung setzt, jedenfalls für die Erwachsenen, aber auch für Kinder, Jugendliche, die noch nicht völlig gestört sind, die man in Therapie nimmt oder wenn man sich selber in Therapie nimmt, von diesen Geräten wegzukommen. Mindestens im Haushalt und beim Autofahren. Ich habe kein Handy, ich habe kein Navi. Schmeiß dein Handy weg, schmeiß dein Navi weg. Übe dich im Gehirn, Raum-Zeit-Verrechnung analog zu bewerkstelligen. Das ist die einzige Chance, die uns bleibt. Und dies kann man üben. Und ich will es Ihnen hier zeigen. Das war auch eine lange Studie, für die wir mehrere Arbeiten eingesetzt haben. Was heißt Jungbrunnen im Gehirn? Ich stanze eine Zelle heraus und zeige Ihnen, sie ist eigentlich verschaltet, genauso wie im Stirne. Glutamat, die Helmsche Lernsynapse, durchflutet. Hier heißt sie nicht Pyramide, hier heißt sie Körnerzelle, spielt nicht zur Sache. Wie das heißt, und sie hemmt sich hier rück durch GABA. Ne? Und hier kommen andere Fasern rein und es blenden sich hier auf dieser Seite nun neue Körnerzellen ein, die morphogene Wirkung ausstrahlen und sagen, ich will mitreden, wie in der Party. Kommt einer, ich habe euch was zu erzählen. Hören Sie alle kurz hin, geht welche weg, ist ja nicht spannend, kommt nicht, was ich euch jetzt erzähle. Ja? Pausenlos neue Zellen, alte werden abgebaut, neue kommen hin. Das ist Kurzzeitgedächtnis bildendes System in diesem Hippocampus, in diesem Jungbrunnen, dass diese Zellen mitreden, Synapsenkontakte lösen sich und die GABA-Zellen können das kompensieren, diesen Verlust. Sie können das kompensieren, sie gleichen das aus. Das ist das Kurzzeitgedächtnisbildende System. Ist das nicht genial einfach? Ich habe den Studenten dann immer erklärt, wissen, hat der liebe Gott sich gar nicht viel einfallen lassen müssen. Diese Hochachtung vom Gehirn müssen wir gar nicht haben. Das ist so simpel gestrickt, das Gehirn. Das kann man ganz einfach verstehen. Wahnsinnig einfach, wenn man das mal so verstanden hat, wie Kurzzeitgedächtnisbildendes System jetzt im Gehirn abläuft. Neurogenese und Synaptogenese, immer neue Zellen einzuschicken und die kompensieren und hier außen wird angeschichtet, auch der Hippocampus frühzeitig. In der frühen Kindheit ist die Zellvermehrung besonders hoch und deswegen lagern sich hier oben Dinge an, die Gedächtnisspuren aus der Kindheit hinterlassen. Deswegen denken so alte Leute wie ich so viel an die Kindheit zurück. Das habe ich vor 10 Jahren überhaupt nicht getan. Jetzt tue ich das mit meiner Schwester andauernd. Erinnerst du noch? Weißt du noch? Andauernd tun wir das.
erzählen uns aus der Kindheit. Die Erinnerungen werden plötzlich wacher. Das heißt aber auch, dass einiges gedämmter wird. Wir haben das quantifiziert über das Leben. Die Zellvermehrung dieser Jungbrunnen lässt nach der Pubertät, aber er bleibt auf einem soliden Niveau stehen. Noch bei 80-jährigen verstorbenen Patienten hat man dann 2000 gefunden, dass sie noch eine anständige Neurogenese unterhalten. Ne? Also die ist bei mir auch noch da. So, ja, damit bin ich bei dem Punkt, wo ich Ihnen sagen kann, was Sie tun können, wenn Sie abhängig sind, dass Sie diesen Schaltapparat versuchen in den Griff zu kriegen, indem Sie aus dem Stirnhirn willentliche Entscheidungen, räumliches Lernen auf vielfältige Weise, wandern, spazieren gehen, klettern, Skilaufen, weiß der Kuckuck was, alles tanzen gehen, dass Sie auch räumliche Verhaltensweisen, normale Spiele durchführen, singen und alles Mögliche aufgreifen, verstärken in sich und diese Schaltgeräte langsam verschwinden lassen bei sich. Andernfalls wird unsere Gesellschaft hier wir folgend einem wunderbaren Buch von dem Theologen Bernhard Tiede, der Technikwahn und seine Folgen. Er hat den Turmbau zu Babel jetzt unsere Gesellschaft niederreißen. Das prophezei ich. Es geht gar nicht anders. Es wird diesen Weg gehen. Die Biologie steht dem im Wege, dass wir uns an die Digitaltechnik so gewöhnen können, wie wir das zurzeit möchten und gezwungen werden, jetzt auch aus der Industrie zu tun. Vor allem werden unsere Kinder und Jugendlichen, Entschuldigung, ich muss es sagen, versagen werden. Und wie wollen wir die retten, die verlorene Generation, wenn eine gesunde nachkommt? Die kann aber nur nachkommen, wenn die Kinder und Jugendlichen von diesen Geräten frei gemacht werden. Sonst ist das nicht zu machen. Ich danke Ihnen herzlich. Sie haben so gut zugehört. Man spürt. Liebe Frau Bachernot, das war fulminant. Es war auch fulminant, weil man merkt, wie Sie davon begeistert sind und wie man merkt, dass das auf einen ganz großen Fundus, aus dem Fundus hervorgeht, wo Sie über Jahrzehnte Erfahrungen gemacht haben, dass das Wesentlichste ist, dass wir handelnde, reflektierende, selbstständig sich organisierende Wesen sind.